Hi Leute, willkommen bei Dragon Bebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute werden wir für das Katana den Kernstab machen, den gebogenen. Ich hoffe, das ganze Thema interessiert euch. Bleibt dabei. Wir sehen uns. So Leute, nachdem wir ja die Planung schon mal gemacht haben, hatte ich ja das Teil hier gemacht. Habt jetzt den Kernstab quasi ausgeschnitten. Und werde das Ganze jetzt quasi hier auf das Brett dann erstmal aufmalen. Damit gehen wir jetzt erstmal hin. Ich könnte vielleicht auch eine andere Reihenfolge euch erklären, aber wir fangen jetzt erstmal damit an. So, gehen wir erstmal hin. Hab ein Brett genommen, nehme jetzt einfach ein Edding. Müsst ihr jetzt nicht unbedingt drauf krakeln mit dem Edding, können auch irgendwie mit dem Bleistift oder was machen. Oder halt gar nicht. Aber ich mache es jetzt einfach, damit man es besser sehen kann. So. So, das wäre dann schon mal quasi das Stück, was wir für die Klinge haben. Der Rest werden wir dann so ein bisschen anpassen an das Gebogene. Ne? Ich hoffe, das kann man hier so sehen. Ja, oder hier. Ja. So, dafür braucht man dann halt das Teil, was wir halt ein bisschen breiter gemacht haben. Wie gesagt, das brauchen wir noch für die Matte. Und das halt für den Kernstab. Das hat quasi jetzt ausgedient. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. So, dann bin ich hingegangen. Mit der Säge, hätte ich auch mit der Stichsäge machen können, aber das wäre ja viel zu einfach. Hab dann auch so ein paar Holzdinger und so ein paar Holzklötze gemacht. Die werde ich auch noch ein bisschen vorbohren, damit man nachher besser Schrauben reinkriegt. Und zwar will ich dann quasi hiermit die dann so an die Kanten ansetzen, um das Ganze nachher in Form zu fixieren. Hab mir dann im Baumarkt noch so ein paar Holzteile geholt. Ja. Das ist jetzt auch nichts Wildes. Ich glaube 2 Euro haben die gekostet. Kann man auch immer mal wieder benutzen. Und zwar mit dem Hintergrund, dass ich dann quasi die Teile hier so drunter lege. Damit dann nachher, wenn der Kleber ist, das Ganze nicht auf dem Brett klebt. Also wie gesagt, die Klötze, die kommen dann quasi hier so zur Fixierung. Ja, weil der Kernstab, der muss eine Weile dann in der Form bleiben. Natürlich muss ich dann gucken, dass ich das dann mache, wo halt keine Klötze sind. Ja, ich sehe schon, ich brauche mindestens noch 3 Stück. Dann sollte das aber, denke ich mal, funktionieren. Also 3 Stück müssen wir noch aussehen. Dann habe ich Kleber besorgt. Plus Endfest. Den habe ich, glaube ich, auch im Baumarkt gekauft. Könnte allerdings auch kaufen, wo ihr die gebogenen Kernstäbe, das Material für herkriegt. Das sind, jetzt ohne Schleichwerbung machen zu wollen, die 3 mm Kernstäbe vom Marketender. Ja, wie ihr seht, die sind relativ flexibel. Dafür braucht ihr dann für einen normalen Kernstab braucht ihr 4 Stück. Und so eine Tube Kleber reicht normalerweise. Ich hoffe, also früher hat es gereicht, habe schon längere Zeit nicht mehr gemacht, aber das sehen wir ja dann. Zur Not werde ich vielleicht noch eine zweite zum Ersatz dabei holen. Dann müssen wir hingehen, die Kernstäbe noch ein bisschen anrauen. Also die inneren 2 von beiden Seiten, ne? Also einmal hier, einmal da. Und die äußeren 2 dann nur von einer Seite. Da machen wir dann quasi so ein 4er-Paket. Und spannen das quasi dann hier so, wenn das dann nachher fest ist, so ein. Ich hoffe, das ist soweit klar. Ja, dann sehen wir uns dann jetzt gleich das Ganze mal an, wenn ich das dann mache. Aber erstmal muss ich noch ein paar Holzklötzchen sägen. So Leute, mal zur Erklärung. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar, ihr habt ja dann die 4 Stäbe. Da ist jetzt noch nichts geschliffen. Da geht jetzt erstmal nur darum, dass ihr das schon mal so, wie ihr das gemacht habt, also machen solltet. Und zwar habe ich erstmal angefangen, hier oben an der oberen Seite die Holzklötze dann anzuschrauben, dass das wirklich ziemlich straff sitzt, damit das oben auf jeden Fall die richtige Form auf jeden Fall hat. Habe auch nur eine Schraube und nicht ganz angeschraubt. Das Ding ist noch lose. Dann bin ich hingegangen, habe dann geguckt, dass ich hier quasi die Linien habe. Und habe dann schon mal so ein bisschen geguckt, wie das dann am Ende aussehen könnte, dass hier auch noch geboren ist. Habe dann hier auch noch mal fixiert. Hier, dann werde ich hier auch noch einen Klotz machen, zur Sicherheit. Muss jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, so ein paar Anschlagpunkte sind schon mal nicht schlecht. So.
einfach in das Brett reinschrauben. Ich habe die Löcher vorher angebohrt. Also jetzt nicht im Brett, sondern hier bei den Teilen hier, wie ihr hier sehen könnt. Damit das Holz nachher nicht mehr splittert und ihr nicht so viel schrauben müsst. So, dann setzen wir das Ganze mal ein bisschen höher. Also oben ist es wirklich sehr spack. Ja. Und dann noch ein paar von den Holzteilen quasi kommen die dann so da drunter. Liegt natürlich nachher auf, wird dann auch mit dem Kleber sich verbinden, müsste dann später runterschleifen und abbrechen, aber das ist jetzt nicht das Schlimme. Das geht halt nur darum, dass die nicht so viel Kontakt haben, also die Stäbe nachher mit dem Brett. Weil das komplett vom Brett abmachen ist deutlich beschissen, als wenn man hier nur so ein paar Stellen ab und dann ein bisschen drüber schleifen müsst. So, ich denke immer, soweit ist das Prinzip jetzt klar. Ne? Ja, dann tun wir die Kernstäbe jetzt vorbereiten. Und dann wird das Ganze verklebt. Und dann kommt das mit dem Kleber in die Vorrichtung hier rein. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Kernstäbe vorbereitet habe. Vor allen Dingen denkt dran, wenn ihr die Kernstäbe schleift, dass ihr dabei eine Maske tragt. Ne? Wegen dem Glasfaserstaub. So, dann bis gleich. So, dann fangen wir an, das Ganze zu schleifen. Ja, Schmirgelpapier ist hier, Maske auch. So, mal ein bisschen blöd mit der Brille. Da muss ich mir mal was anderes einfallen lassen. Aber naja, gut. So, dann fangen wir mal an, jetzt zu schleifen. So, tun wir mal wieder die Maske runter. So, dann hätten wir die jetzt schon mal so ein bisschen vorgeschliffen. Ist jetzt nicht so viel, nur ein bisschen angeraut. So, dann brauchen wir ein Gefäß, wo wir das quasi gleich dran anrühren können. Machen wir mal die Pappe hier ab. Zwar würde ich sagen, wir nehmen das Teil, wo der Kleber quasi drin ist. So, wie jetzt das funktioniert. Schauen wir mal. Also Auspackvideos sollte ich schon mal nicht machen, Leute. Ich glaube, da wird darüber alt. So, wie gesagt, das ist ein 2-Komponenten-Kleber. Spritzen brauchen wir jetzt eigentlich nicht, weil wir das hier sowieso zusammenrühren. Aber wir brauchen noch ein bisschen was, um das Ganze zu verteilen. Was nehmen wir denn da Schönes? Könnten wir so ein Holzstück nehmen, das ist ein bisschen kurz. Ein Stück Pinsel. Das nicht. Ach schau, wir haben noch alte Pinsel hier rumfliegen. Nehmen wir davon ein. So, ein bisschen Handschuhe ist vielleicht auch nicht schlecht. So. So Leute. So, kann er sagen, wir wären nicht vorbereitet. Allerdings glaube ich, dass man das Brett besser erstmal hier hinlegen. Das Ganze dann drauf kommt. Ich glaube, das ist besser. Die Sachen tun wir auf Seite. So, das war die 2 Stäbe. Kommt hier hin. Dazu. Zeitung behalten wir mal hier. Da gibt bestimmt gleich wieder Sauerei, wenn wir hier rummatschen. So. Das Klötzchen legen wir schon mal gut hin. Hat gleich auch gut dran kommen. So, das waren die inneren Zweige. Das waren die äußeren. So, dann gucken wir mal, ob das alles jetzt hier so halbwegs funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Keine Ahnung, ob das so richtig ist. Wahrscheinlich abdrehen. Wie gesagt, das ist schon eine Weile her, dass ich das Ganze gemacht habe. So ein bisschen. Versuchen wir es. Okay, da kommt zweierlei raus.
weiß jetzt nicht, wie lange die Zeit dafür ist. Wahrscheinlich nicht allzu lang. Ganz schnell ein bisschen verrühren. Vielleicht auch ein bisschen was anderes nehmen sollen, aber egal. So, dann schmieren wir das Ganze hier schön dünn drauf. Zu dünn, aber schon ein bisschen, ne? Dann hoffen wir mal, dass das Ganze so gut funktioniert. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob man das von beiden Seiten auftragen muss. Ich hätte mir besser noch beim Marketing das Video nochmal angucken sollen. Aber naja. Wir gucken einfach mal. Im schlimmsten Fall klappt es halt nicht so gut. So. Auf jeden Fall soll ich mir schon mal merken, beim nächsten Mal nehme ich ein anderes Behältnis. Das ist schon mal kacke. Taucht schon mal nichts. Kommt man nicht besonders gut dran. So. Noch deutlich mehr. Also ich glaube, mit einer kommen wir ja nicht mehr hin. Entweder sind die Dinger kleiner geworden oder ich hatte das anders im Kopf. Naja, gut. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist. So Leute, jetzt wird es spannend. Gehen jetzt hin, ein Holzstückchen hin. So. Ich hoffe, wir wird 4 reichen. So, dann werden wir das Ganze mal auf die richtige Länge schieben. Und dann spannen wir das Ganze hier mal so ein. So Leute, guckt, dass alles so auf der richtigen Länge ist. Ja? Ein bisschen absägen kann man später. Wird wahrscheinlich nötig sein, wenn ich das hier so sehe. So, mal gucken, ob da noch ein bisschen was drinnen ist. Ja, nicht wirklich. So. Jetzt verteilen wir hier noch ein bisschen. Wie gesagt, guckt, dass das auf der richtigen Höhe alles ist. Sieht aber, denke ich mal, soweit gut aus. Ich werde so 1, 2 Holzdinger nochmal mit dran nehmen. Schaden, denke ich mal. So. So Leute, ja, das ist jetzt soweit erstmal die Vorbereitung. Das können wir jetzt noch ein bisschen warm machen mit dem Heißluftföhn. Erstmal die Handschuhe aus. Wie ihr seht, Handschuhe Pflicht. Das ist eine ziemliche Sauerei, das Ganze.
Ja, also macht das wirklich. Jetzt gehe ich noch mal so ein bisschen mit dem Heißluftföhn drüber, um das ein bisschen anzutrocknen, aber nur so ein bisschen. Ne? Ups, ja. Soll ich vielleicht vorher anstecken? So. So Leute, das war jetzt der erste Teil vom Kernstab für das Katana machen, den gebogenen. Das Ganze ist ziemlich viel Matscherei, wie ihr gesehen habt. Tragt Handschuhe. Mit der Spritze selber muss ich ehrlich sagen, das ist schon ziemlich knapp. Ne? Also legt euch je nachdem noch eine zweite auf Seite, nehmt ein kleineres Behältnis. Also das erste, was ich da von der Spritze selber genommen habe, das war so richtig kacke. Das mit dem Deckel, was ich da nehme, das war schon mal besser. Aber besser ist wahrscheinlich noch ein kleineres Behältnis. Also vielleicht irgendwie so der Deckel von einer Trinkflasche oder irgend so in der Art vielleicht. Ne? Pinsel ist vielleicht auch nicht schlecht. Wie ihr gesehen habt, habe ich mit dem Pinsel ein bisschen gemacht und auch mit dem Stiel vom Pinsel gearbeitet. Ist alles nicht so das Optimale, aber es hat letztendlich die reicht mit ein bisschen zusammenkratzen. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel gespart habe am Kleber. So, das Ganze, wie gesagt, das lasse ich jetzt erstmal eine Woche in der Form drin. Habe noch ein bisschen mit dem Heißluftföhn drüber gegangen. Normalerweise mache ich so noch eine Kiste drüber. Ich will das mal jetzt ohne probieren. Aber wie gesagt, lasst den Kernstab lieber zu lange in der Form wie zu kurz. Also nach 2 bis 3 Tagen nicht rausholen, habe ich schon mal probiert. Danach ist das Ding wieder gerade. Also so eine Woche, wenn ihr mehr Zeit habt, könnt ihr doch länger wie eine Woche. Vielleicht auch 2. Aber dann seid ihr auf jeden Fall sicher, dass der Kleber komplett durchgetrocknet ist und das Ding die Form nachher auch hält. Dann macht es nämlich nachher einmal diesen und dann ist das Ding nämlich nachher wieder gerade. Das wollt ihr ja nicht, dafür ist auch das Material zu teuer. So, dann hoffe ich mal, der erste Teil hat euch gefallen. Im nächsten Teil holen wir das Ding dann aus der Form raus. Und dann schauen wir mal, ob das Ding was geworden ist. Ne? Also sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns.